Hoi Schwyz, was ist da los? Kein Schnee? Na gut, man kann nicht alles haben. Schade ist es aber schon ein bisschen, wenn man im Winter in die Schweiz fährt und absolut keinen Schnee hat. Absolut ist vielleicht etwas übertrieben, aber Schnee gibt es erst ab 1600 Metern. Hi und herzlich willkommen im neuen Jahr. Heute soll es aber nicht um Schnee gehen, sondern um ein ganz persönliches Update zur Fujifilm X-T5. Jacke auf, Bauch raus und los geht's. Was mir als allererstes aufgefallen ist, ist die Laufzeit der Akkus. Gefühlt halten diese wesentlich länger durch als bei der X-T4. Ob das jetzt 700 oder 740 Bilder sind, habe ich natürlich nicht getestet. Aber für einen Nachmittag filmen und fotografieren reicht mir jetzt ein Akku und nicht wie bei der X-T4 1,5 oder vielleicht sogar 2. Und das Ganze natürlich gefühlt gemessen im Boostbetrieb. Ebenfalls positiv aufgefallen ist mir, dass die X-T5 nicht so warm wird wie die X-T4. Zumindest war das bei meiner X-T4 so. Fuji hat also hier tatsächlich den Energieverbrauch verbessert. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, was viele von euch wahrscheinlich am meisten interessiert. Das Thema Autofokus. Und ganz besonders das Thema Continuous Autofocus bzw. AFC. Das Thema AFC hat mich an der X-T4 richtig genervt, denn mit der Sony bin ich zu 95% im AFC-Modus unterwegs und habe relativ wenig Ausschuss. Wenn ich den AFC der Sony als 100% setzen würde, dann würde ich die X-T4 bei 60% einstufen. Von daher war ich natürlich extrem gespannt, wie der AFC der X-T5 funktioniert. Das Ganze hätte ich euch auch gerne demonstriert, aber leider besitze ich keinen mobilen Screen Recorder. In jedem Fall aber war ich absolut happy, dass der AFC der X-T5 wesentlich besser funktioniert als bei der X-T4. Und wenn man das Ganze in Prozente einstufen müsste, dann würde ich der X-T5 85 bis 90% geben, also im Vergleich zur Sony. Insbesondere mit den Motiverkennungsprogrammen sowie dem Augen- bzw. Gesichtsautofokus funktioniert das Ganze richtig gut. Hat man eins dieser Erkennungsprogramme aktiviert, kann man sogar im Single-Shot-Modus bleiben. Die Nachverfolgung funktioniert trotzdem. Und die Zuverlässigkeit bzw. Trefferquote im Vergleich zur X-T4 ist drastisch gestiegen. Wo Licht ist, gibt es natürlich auch Schatten. Fuji hat nämlich die Bedienung des Autofokus mit dem Joystick verändert. Man kann jetzt nämlich nicht mehr den Fokuspunkt in die Bildmitte zurücksetzen mit einem Doppelklick auf den Joystick. Der Fokuspunkt lässt sich jetzt nur durch den Klick auf den Joystick und anschließend auf den Display-Button zurücksetzen. Im Menü der X-T5 gibt es noch weitere Einstellungen zur Bedienung des Fokuspunkts mit dem Joystick. Allerdings kann die Bedienung mit dem Joystick nicht mehr so eingestellt werden, wie es bei der X-T4 war. Mich persönlich nervt das etwas, denn man muss sich ja schließlich wieder umgewöhnen. Eine weitere Neuerung an der X-T5 ist ja der 40-Megapixel-Sensor. Mit 40 Megapixeln anstatt 26 hat man auf einer gleich großen Fläche natürlich auch mehr Auflösung und somit mehr Details. Auch hierzu kann ich euch leider keine wissenschaftliche Abhandlung bieten. Auf YouTube findet ihr aber sicherlich noch das eine oder andere Video dazu. Mein persönlicher Eindruck zur höheren Auflösung ist, dass man es auf jeden Fall wahrnimmt, insbesondere bei Landschaftsaufnahmen. Ein weiterer Vorteil für mich persönlich ist natürlich auch die Bildnachbearbeitung, denn hier habe ich wesentlich mehr Möglichkeiten für den Bildausschnitt, ohne dass die Qualität des Bildes darunter leidet. Ob man die 40 Megapixel dann braucht oder auch nur 26 ausreichen, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Wenn wir schon beim Thema Sensor sind, dann muss man natürlich auch noch das Rauschverhalten ansprechen. Das hat sich meiner Meinung nach nicht wesentlich verbessert im Vergleich zur X-T4. Die X-T5 hatte zwar einen niedrigeren Base-ISO von 125, aber mir wäre es lieber gewesen, wenn man das Rauschverhalten in den höheren ISO-Werten verbessert hätte. Wie auch schon bei der X-T4 nimmt das Rauschen ab einem ISO von 1600 deutlich zu, was natürlich etwas nervig ist, wenn man viel aus der Hand fotografiert, insbesondere bei schlechten Lichtbedingungen. Oder natürlich auch nachts. Auch wenn die
die X-T5 keinen Flip-Out-Screen mehr hat, sondern nur noch einen Tilt-Screen, kann man mit ihr natürlich genauso gut filmen. Gefilmt habe ich aber bisher nur in 4K, 4K HQ und im High-Speed-Record-Modus mit 120p. Beim 4K HQ-Modus habe ich bemerkt, dass der IBIS des Kit-Objektivs sich nicht aktivieren lässt. Ob das jetzt an dem Modus oder am Kit-Objektiv liegt, kann ich leider nicht sagen. Vielleicht weiß das ja einer von euch. Ebenfalls noch nicht getestet habe ich das F-Log 2 Profil, da DaVinci Resolve dieses noch nicht unterstützt. Es gibt zwar auf der Fuji-Seite die LUTs dafür, aber solange DaVinci das noch nicht unterstützt, nutze ich weiterhin den F-Log-Modus. Wer keine große Lust auf Videonachbearbeitung hat, kann natürlich auch mit einem der Filmsimulationen filmen. Der große Vorteil dabei ist natürlich, dass man nicht unbedingt einen variablen ND-Filter benötigt. Beim Filmen mit den Filmsimulationen kann man einen wesentlich niedrigeren ISO-Wert auswählen. Sollte es dann immer noch zu hell sein, kann man den Rest über die Blende regulieren. Oder natürlich auch über die Verschlusszeit. Der kontinuierliche Autofokus funktioniert auch in Verbindung mit den Motiverkennungsprogrammen auf der X-T5 ganz gut. Wobei das bei den Aufnahmen, die ich bisher gemacht habe, keine große Rolle spielt. Die X-T5 ist sicherlich kein Videomonster wie die X-H2S, filmen kann man aber mit ihr trotzdem. Und mal abgesehen von dem fehlenden Flip-Screen in besserer Qualität als wie mit der X-T4. Zusammengefasst kann ich also sagen, dass ich froh bin, den Tausch gemacht zu haben. Zumindest bis jetzt, man weiß ja nie, was noch kommt. Denn ausprobiert habe ich noch nicht alle neuen Funktionen. Und wie sich die X-T5 an den unterschiedlichen Objektiven verhält, habe ich auch noch nicht zur Genüge ausgetestet. Dazu würde ich aber vielleicht später nochmal ein extra Video machen. Für mich persönlich aber hat sich der Wechsel schon alleine wegen des Tilt-Screens und des verbesserten AFs gelohnt. Und natürlich freue ich mich auch über die 40 Megapixel. Für die X-T5 gab es auch schon das erste Firmware-Update und da werden sicherlich auch noch einige folgen. Aber das ist auch etwas, was ich bei Fuji am meisten schätze. Das war's von mir für heute. Ich hoffe, mein kleines persönliches Update hat euch gefallen. Bei Fragen oder Anmerkungen schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.